Herzlich willkommen zur ersten Folge von The Room 3. Ein sehr gutes Rätselspiel, zumindest gehe ich davon aus, denn ich habe die ersten beiden Teile schon gespielt und die sind sehr gut. The Room 3 kenne ich noch nicht, von daher fangen wir einfach mal an. Okay, wir befinden uns in einem Zug. Erste Klasse, nicht schlecht. Ich denke mal, das Tagebuch da ist gemeint. 5. Juli. AS ist verschwunden. Sein gesamtes Haus ist verschwunden. Was ich sah, schürt mir die Kehle zu. Ach, wäre ich doch bloß wahnsinnig und wären diese teuflischen Kisten doch bloß ein Trugbild meines Wahns. Ich hätte dich nicht ignorieren dürfen. Ich hätte früher kommen müssen. Ich hätte niemals kommen dürfen. Ja, AS hat uns in den ersten beiden Spielen immer Botschaften hinterlassen, die uns Informationen über das Nullelement gegeben haben. 17. Juli. Ich erwachte aus dem Albtraum, doch er lässt mich nicht mehr los. Ich stürze mich in meine Arbeit, als wollte ich meine Erinnerungen ertränken. Doch ohne Erfolg. Das Nullelement umgarnt mich in meinen Träumen und unterwandert meine Gedanken in jeder Sekunde. Ich bin gezeichnet. Okay, wir haben noch mehr Seiten. 19. Juni. Ich habe einen neuen Antrag an das Königliche Institut gestellt. Irgendetwas an den Ablehnungen des Instituts stört mich. Sein Beharren ist zu schrill, zu bestimmt, um bloß so etwas harmloses wie Ignoranz vertuschen zu wollen. 21. Juli. Ein Durchbruch. Obgleich mich das Königliche Institut einmal mehr abblitzen ließ ein Mitarbeiter mit angespanntem Antlitz ein Paket in meine Jackentasche. Der Mitarbeiter würdigte mich keines Blickes. Das Paket enthielt ein Blatt, herausgerissen aus einer Karte der Südküste. Eine Insel markiert. Ich nehme den ersten Morgenzug. Und hier haben wir Zeichnungen. Das hier ist die Zeichnung des Nullelements. Interessant. Der Durchgang, durch den wurde man am Ende des ersten Spiels gesaugt und dann scheinbar nur noch leere Seiten. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Fängst du jetzt mal an? Mir gehen die Schilder auf. Ist das Zeitverschwendung? Wahrscheinlich ja. Ich höre mal auf damit. Wow. Okay, kommt mir das so vor, da sah dieser Typ, der da gerade aufgetaucht ist, ein bisschen aus wie der Nachtkönig. Weil, das ist jetzt echt krasser Zufall, aber ich habe den Nachtkönig auf meinem T-Shirt. Und der sah halt wirklich irgendwie so aus. Naja, gut. Klick auf den Schlüssel um aus. Ein kleiner Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, aber die Kiste hat kein Schlüsselloch. Diese Holzoberfläche sieht merkwürdig aus. Ich sollte das Okular aus meinem Kopf nehmen. Okay, ja, das sieht wieder so aus wie etwas, was man mit dem Okular betrachten kann. Sieht etwas anders aus als in den ersten beiden Spielen. Aber für alle, die die ersten beiden Spiele nicht kennen, wir haben ein Okular, mit dem wir Dinge sehen können, die man normalerweise nicht sehen kann. Mein Kopf hat einige Modifizierungen. Sicherheit ist mir ziemlich wichtig. Ah ja. Hier haben wir da ist ein Brief, auch interessanterweise. Und einige Bücher, aber es ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass man das aufklappen kann. Okay, das hier ist wohl die Karte, die er bekommen hat von diesem Typen. Ah, und das hier ist unser Haus. Das wurde am Ende des zweiten Teils zerstört. Dann legen wir mal
mal das Okular. Aber dann gucken wir uns mal die Kiste an. Was haben wir denn hier? Ja, das sieht mir nach einem Schiebepuzzle aus. Das war jetzt nicht allzu schwer. Und plötzlich ist das Schlüsselloch da. Perfekt. Was auch ziemlich cool ist, alle Objekte, die man aufsammelt, kann man sich im Detail angucken. Das ist ein nettes Feature. Einmal den Schlüssel drehen. Und die Kiste öffnet sich mal wieder auf vollkommen übertriebene Art und Weise. Und was ist das? Eine gravierte Pyramide. Und da steht Elpis drauf. Okay, das ist nicht gut. Diese Tentakeln haben am Ende des zweiten Teils unser Haus zerstört. Was ist passiert? Wo bin ich? Das frage ich mich auch. Sieht aus wie eine Art Kerkerraum. Da sind noch Spinnenweben. Hier war wohl lange niemand mehr. Da haben wir ein Schlüsselloch. Okay, das hier kann man aufmachen. Ist das derselbe Typ, der uns vorhin im Zug besucht hat? Okay, jetzt haben wir hier einen Tisch. Den können wir uns... Da liegt eine Schriftrolle. Du wurdest doch gewarnt, mich nicht zu suchen. Du schlugst diese Warnung in den Wind, dass ich dich nun erfinden muss. Willkommen in Greyhall, der Heimat meiner Ahnen. Nur wenige Gäste durchschritten je diese Räumlichkeiten und noch viel weniger sind aus ihnen entkommen. Einst gehörten die größten Denker aller Zeiten zu meinen Subjekten. Jeder war wichtig, doch überlebt hat es keiner. Das Nullelement umschlingt jeden. Dich ausgenommen. Es war ein Fehler, dich auf Distanz zu halten. Ich begreife nun, wie sehr ich dich brauche, falls du dich als würdig erweisen kannst. Zuerst musst du etwas finden, das dir bei deinen Aufgaben zu helfen vermag. Finde es oder verbleibe für immer in diesem Raum. Dann wären meine Mühen umsonst gewesen. Der Meister. Okay. Wir haben einen neuen Charakter getroffen, der Meister. War der Meister der Typ, den wir in dem anderen Raum gesehen haben? Okay, hier haben wir eine Art Tür, so wie es scheint. Aha, das kann man drehen. Okay. Da sind allerdings so Gitter. Die Sachen können... Das ist leer. Interessant. Hier können wir auch drehen. Ich würde mal vermuten, wir müssen an diesen 3 Stellen die richtige Sache auswählen. Das müssen wir natürlich nur herausfinden, wie wir erfahren, was die richtige Sache ist. Gucken. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Was haben Arme, aber Reiche brauchen es? Nichts? Vielleicht? Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Die Uhr, das passt. Wissen beflügelt. Da wäre, glaube ich, die Feder des Infos. Ja. Und ein weiterer Brief. Ist der auch vom Meister? Das sieht wie dieselbe Schrift aus. Ja. Es schmerzt mich, dich scheitern und stolpern zu sehen, geblendet von jenen schwulen Linsen, die du gefunden hast. Lass mich dir die Schuppen von den Augen reißen. Dies sind die Instrumente eines Meisters. Mit ihnen kannst du das Universum erkennen und in die ungeahnte Unendlichkeit um uns herum vorstoßen. Das Kästchen ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Das muss ich mir genau ansehen. Ich hoffe, wenn wir die Instrumente eines Meisters bekommen, dass wir auch ein Meister werden.
und nicht einfach nur Teil des Rates werden, aber nicht in den Rang eines Meisters erhoben werden. Das wäre sehr unfair. Okay, das kann man doch drehen, das sehe ich. Okay. Eine Linse, die kann ich wahrscheinlich auf mein Okular setzen. So ist es. Diese Tür ist irgendwie merkwürdig. Ja, das sehe ich. Wow. Okay. Okay, hier kann man drehen. Ah. Okay. Ich verstehe. Okay, das stimmt. Ja, das ist jetzt an der richtigen Stelle. Oder muss ich die mit der Linie... Aha, jetzt leuchten die. Okay, ich habe die ganze Zeit versucht, die da oben mit der Linie in eine Reihe zu bringen, aber das war falsch. Dann macht es natürlich Sinn, dass es nicht funktioniert. Damit haben wir dann wohl auch die Tür geöffnet. Perfekt. Dann gehen wir mal in einen anderen Raum. Aha, was ist das? Und möchte ich das wissen? Ich bin mir nicht sicher. An diesem Ort wird der Schlüssel zum Nullelement geschmiedet. Das erste Teil gab ich dir bereits. Aus Sicherheitsgründen werden die restlichen 4 getrennt aufbewahrt. Finde sie und bringe sie hierher. Nur dann kannst du dein Schicksal erfüllen. Der Meister. Okay, hier haben wir eine Aussparung in der Mitte und hier haben wir ein... Kann ich da die Pyramide... Ja, da kann ich die Pyramide draufsetzen. Ich glaube, das ist nicht normal. Richtig. Okay, und hier haben wir ein Wappen. Ein Emblem. So, so. Das muss ich vermutlich irgendwo einsetzen. Davon kann man ausgehen. Haben wir hier an dem Tisch sonst noch irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann schauen wir uns mal um. Da kann ich nicht hin. Da kann ich auch nicht hin. Aber da kann ich hin. Okay, hier haben wir eine Art Emblemstammbaum, würde ich mal sagen. Und das kommt offensichtlich da rein. Okay, jetzt müssen wir herausfinden, wie sich das zusammensetzt. Ratte plus dieses Karo-Muster ergibt das, würde ich mal sagen. Ja, das macht Sinn. Schlange plus der Streifen ergibt das. Oh. Okay, da haben wir scheinbar die rechte Seite gelöst. Dann müssen wir jetzt noch die linke Seite lösen. Okay, die Eule ist da nicht drauf. Das heißt, wir brauchen die Eule. Das sieht richtig aus. Und hier muss noch eine Heuschrecke hin. Perfekt. Und die Tür öffnet sich. Und das sieht dahinter irgendwie anders aus, als ich erwartet habe. Ich meine, hier so überall Stein und da ist dann plötzlich Holzvertäfelung. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wo bin ich hier? Ich muss einen Ausgang finden. Eine Uhr. Die Zeiger bewegen sich nicht. Sie sind sicher kaputt.
Ich vermute mal, diese Uhr werde ich noch reparieren müssen. Ein Schreibtisch, da haben wir doch wieder einen Brief. Meister, was hast du denn diesmal zu sagen? Du hast es ja bei deinen Abenteuern schon erkannt. Das Nullelement vermag Materie quer durch Zeit und Raum zu überschreiten. Ich war Zeuge, wie du Meilen und Jahrhunderte übersprungen hast. Wie Normalsterbliche eine Straße überqueren. Aber wie wäre es mit Lichtjahren? Wie wäre es mit Zeitalter? Du hast gerade erst begonnen, das Potenzial auszuschöpfen. Ich habe eine Welt erfasst, die der unseren ähnelt und jedoch so unfassbar fern ist. Sie ist der Quell des Nullelements. Ich habe sie vermessen und sogar gesehen. Doch erreichen kann ich sie nicht. Nicht ohne deine Hilfe. Doch zunächst muss ich dich lehren, wie es geht. Und du musst zeigen, wie lernfähig du bist. Der Meister. Also bin ich wirklich der Padawan? Habe ich das richtig verstanden? Gut. Okay, das sieht mir sehr danach aus, als müsste man das später drehen. Und die Tür ist verschlossen. Natürlich. Da brauchen wir einen Schlüssel. Was ist mit der Tür? Die hat keinen Griff. Und da brauchen wir einen Griff für das. Natürlich ist alles wieder unvollständig. Man kennt. Okay. Da ist eine Schraube, sicher nicht ohne Grund. Die kann man wahrscheinlich rausschrauben. Da haben wir... Ist es eine Art Generator? Okay, da kann ich wohl noch nichts mitmachen. Da hinten ist auch noch was. Ein Hebel. Und den Schalter kann ich nicht bewegen. Hinten scheint ein Leuchtturm. Ach, da. Ja gut, ich hätte das jetzt nicht als Leuchtturm erkannt, aber wenn du meinst. Was haben wir denn hier? Aha. Wir müssen den Strom verbinden. Nein. So. Also hier kann ich nur das machen. So. Plus zu Minus. Ich kann aber auch den nach da machen. Und ich habe es aus Versehen gelöst. Ist auch mal nett. Okay, jetzt können wir den Schalter umlegen. Und jetzt wird wahrscheinlich dieses... Oh, da hinten geht das Licht an. Und jetzt hat das hier Strom, was auch immer das ist. Und ein Knopf, wir drücken ihn. Und natürlich geht das Ganze wieder auf, weil alles geht auf in diesem Spiel. Oh. Ah, wir müssen diese Sinuswelle hier formen. Okay. Ja. Also der Schalter hier, wenn ich das aus Physik noch richtig weiß, der Schalter verändert die Amplitude und das hier wäre dann die Wellenlänge. Ja, das sieht gut aus. Noch ein kleines bisschen mehr. Perfekt. Okay. Wieder mal eine Tür, die aus dem Nichts erscheint. Und wir scheinen das Kapitel abgeschlossen zu haben. Ihr könnt das nämlich nicht sehen, aber ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Ja, dann würde ich mal sagen, ist das doch ein super Zeitpunkt, um die Aufnahme hier zu beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir weitermachen mit The Room 3. Bis dann.